Einen Auto-Influencer muss man nicht kaufen. Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Neben meiner steilen These habe ich für euch noch die Fahrveranstaltung zum Kia Seltos aufbereitet und außerdem gibt es wieder einen Blog Auto-News aus aller Welt. Einen Auto-Influencer muss man nicht kaufen. Als Arbeitsdrohne für die Automobilindustrie wirst du, gerade in der Anfangszeit, mit so viel Dopamin geflutet, dass es kaum möglich ist, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Dopamin ist das Zeug, das dein Gehirn ausschüttet, wenn du glaubst, du hättest gerade etwas gewonnen. Und das perfide, du kannst dich nicht dagegen wehren. Ein Playbook braucht die Industrie dafür nicht mal. Ein Hersteller lädt dich zu einem Event ein. Fahre den neuen XY in Los Angeles. Du bestätigst die Einladung und bekommst einen Reisevorschlag mit den Flügen, die für dich vorgesehen sind. Transkontinental fliegt man immer Business. Das ist sogar begründet, du sollst dich auf dem Flug nicht verbrauchen. Du musst vor Ort ja fit sein. Sie müssen mir das mit den Meilen erklären. Worum geht's denn da? Ich will so viele Meilen abgreifen wie möglich. Aber was macht das mit dir als Normalsterblichen, wenn der ganze Pöbel an dir vorbei in die Holzklasse läuft, während du schön im Businesssessel deinen ersten Orangensaft süffelst? Du fühlst dich wichtig. Der Hersteller hat gerade mehrere tausend Euro für deinen Flug ausgegeben, damit du sein neues Auto vorstellst. Du fühlst dich nicht nur wichtig, du fühlst dich bedeutend. Nach dem Fahrevent sitzt du im 5-Sterne-Hotel vor dem dritten Gang deines vorzüglichen Dinners. Dir gegenüber hat man einen Ingenieur gesetzt, der quasi an deinen Lippen hängt, um zu hören, was du zu seiner Entwicklung sagst. Du suhlst dich in dem Gefühl, wie unglaublich wichtig du bist. Dein Ansprechpartner kennt sogar die Namen deiner Kinder. Du weißt nicht mal, ob dein Gegenüber Single ist. Das liegt zum einen am Main-Character-Syndrom, das du dir zwischenzeitlich angeeignet hast. Du hältst dich für den Hauptdarsteller und dein Umfeld ist nur Statisterie. Zum anderen liegt es daran, dass dein Gegenüber gar kein Interesse hat, dich an seinem Privatleben teilhaben zu lassen. Ihr habt nämlich eine Business-Beziehung. Nur du hast das längst vergessen. Ich bin mit 40 Jahren ins Influencer-Business eingestiegen. Verheiratet, 2 Kinder, Doppelhaushälfte, Kombi vor der Tür, ein paar berufliche Stationen hinter mir, Entwickler, Projektleiter, Verkäufer. Wenn du dir davon ein Bild machst, kommst du schnell zu dem Schluss, der Mann stand gefestigt im Leben. Der konnte sein Leben mit Weitsicht steuern. Und dann bin ich komplett in die Dopaminfalle getappt. Erst 1,5 Jahre nach meinem Ausstieg aus dem Fahrveranstaltungsgeschäft war ich in der Lage zu sehen, was eigentlich mit mir passiert ist. Und heute sehe ich die nachrückenden Kollegen, die genau meinen Weg gehen. Die Industrie gibt dir gezielt das Gefühl, wichtig und relevant zu sein. Je mehr Reichweite du generierst, desto exklusiver wirst du bedient, damit dein Dopaminspiegel nicht fällt. Und ist ein dopamingeschwängerter Geist kritisch? Wohl eher kaum. Und damit schließt sich der Kreis, einen Influencer muss man nicht kaufen. Aber nur um das auch gerade zu rücken, ein klassischer Automobiljournalist ist gegen Dopamin natürlich genauso wenig immun. Stonic 4,14 Meter, Exceed 4,39 Meter, Niro 4,42 Meter, Sportage 4,54 Meter, Sorento 4,81 Meter. So sah das SUV-Line-Up von Kia bei den Verbrennern und Hybriden bislang aus. Die E-Modelle wie den i3 lassen wir einfach mal kurz beiseite. Eigentlich passt kein Fahrzeug mehr dazwischen. Das sieht Kia ganz anders und stellt den Seltos vor. 4,43 Meter, 3,5 Zentimeter über dem Exceed, 1 Zentimeter länger als der Niro. Und genau den soll er offiziell nicht ablösen. Wird er aber. Vermutlich. Oder auch nicht. Der Niro war quasi die Wollmilchsau von Kia, wenn es um die Elektrifizierung ging. EV, PHEV, HEV. Seit dem Facelift gibt es ihn nur noch als HEV. Der Seltos kommt zunächst als Turbobenziner mit 180 PS. Später im Jahr folgt ein Hybrid auf Saugerbasis. Ein paar Kollegen sind den Seltos schon gefahren. Ich habe euch was zusammengeschnitten. Zwar gibt es gerade in diesem Segment schon unglaublich viele SUVs, aber der Seltos ist eine interessante
attraktive Bereicherung dieses Segments. Kia sagt, sie wollen auch neue Verbrenner auf den Markt bringen, um die Kunden auch abzuholen. Und das ist auch genau der richtige Weg, den sollte man gehen als Hersteller. Ratet mal, welche Typenbezeichnung der Sportage Generation 3 hatte. SL. Ein weiteres Indiz für mich dafür, dass der Kia Seltos der Sohn des Kia Sportage Generation 3 ist. Das Packaging beim Seltos ist nämlich fantastisch, richtig ordentlich. Ja, und auch wie gesagt, dieses Zwei-Farbschemata ist echt cool. Das ist wirklich wie in einem Premium-Auto. Also es ist ein bisschen schade, dass man hier so viel harte Materialien hat. Also hier ist es so, dass es mir zumindest, wo das Knie anschlägt, noch ein weiches Material gefallen hätte. Was mir auffällt dabei, ist einmal mehr dieser riesige Wählhebel für das Getriebe inklusive der Starttaste, die da ganz gut versteckt ist. Das ist mir ein bisschen zu grobschlächtig. Das Lenkrad finde ich vom Allerfeinsten. Innenseiten der Türen haben wir eine sehr, sehr schöne Oberfläche. Und so kann man so ein bisschen so weich eindrücken. Hier auch ein bisschen weicher für den Ellenbogen mit diesem Kontrastthema. Dann kommen wir zum Fond. Tür schwingt super weit auf, effektiv im rechten Winkel. Das heißt, ich kann hier wunderbar easy peasy einladen. Ich kann zum Beispiel die Lehne hinten um 12 Grad in der Neigung verstellen, sowohl nach vorne als auch nach hinten, jeweils 12 Grad und habe dann eine bequeme Liegeposition. Dann war ich nochmal hinten drin und war ein bisschen schneller reingegangen. Und dann ist mir die Fußmatte weggerutscht, weil die hinten tatsächlich nicht befestigt sind. Ja, das ist mal irgendwie eine blöde Sparmaßnahme. Und dass wir auch die Scheibenwischer wieder hier wie bei den neuesten Kia-Modellen eigentlich oder auch schon länger versteckt haben, finde ich eine interessante Sache, muss ich sagen. Ich passe gerade so drunter mit 1,85. Habe auch schon ausgemessen für euch, deswegen liegt er hier. Was man eventuell verbessern könnte, ist das Anfahrverhältnis. Denn auf normal ist es etwas zäh. Das Einzige, was wichtig ist hier, wenn diese Querfugen so kommen. Ne? Da merkst du schon, du hast hinten halt einen Verbundlenker und 19 Zoll Räder und dann wird es teilweise ein bisschen unkomfortabel. Der Seltos macht einen interessanten Split. Er ist nämlich genau zwischen diesem Standardfahrwerk Sportage und dem GT-Line-Fahrwerk. Braucht es jetzt noch den Sportage? Ich meine, der wird sich weiterhin gut verkaufen, aber ich sehe jetzt, okay, harter Kunststoff. Ja, okay. Ich sehe jetzt zwingend keinen Grund, den Sportage zu nehmen, es sei denn, du brauchst einen Diesel oder jetzt schon den Vollhybrid. Opel Mokka ist dagegen kalter Kaffee. Kia Exceed und Sportage werden in der Slowakei gebaut. Der Niro kommt aus Südkorea, der Seltos vorerst auch, wird aber zusätzlich auch in Indien gebaut. Positiv, den Seltos gibt es auf Wunsch mit Allrad. Weniger überzeugend ist die Anhängelast von 1,3 Tonnen. Immerhin beträgt die Stützlast 100 Kilogramm. Zum Marktstart liegt der Seltos bei 34.190 € mit Frontantrieb und Schaltgetriebe. Der Opel Frontera, ein Mitbewerber, als Hybrid kostet gut 10.000 € weniger. Der Renault Symbioz als Vollhybrid liegt gut 1.000 € darunter. Und selbst der Skoda Karoq mit dem 1 Liter Benziner ist knapp 1.300 € günstiger. Ein Auto, das zusammen mit dem VW T-Roc letztes Jahr fast 100.000 Zulassungen erreicht hat. Die etablierte Konkurrenz ist gut eingeführt. Ich bin gespannt, wie viel vom Kuchen für Kia übrig bleibt. Ich frage mich, ganz generell, nicht nur auf den Seltos bezogen, ob es wirklich Sinn ergibt, die ursprünglichen Fahrzeugklassen immer feiner zu untergliedern. Wenn zwischen den Modellen kaum noch 10 cm Länge liegen, wird doch kaum ein zusätzliches Auto verkauft. Man verschiebt doch nur die Zahlen von einem Modell zum anderen. Oder seht ihr das anders? Oder denke ich zu kurz? Sag mal, in meiner Statistik sehe ich, dass du immer meine liebevollen Verbraucherinformationen überspringst. Mensch, ich gebe mir doch Mühe, dich auch dabei zu unterhalten. Bleib mal dran. Naja, oder spring halt weiter. Ich habe mir gedacht, wir vergleichen heute mal im Schnelldurchlauf den Kia Seltos und die Mitbewerber mit Blick auf die Leasingrate. Jeweils unter den gleichen Voraussetzungen. Der Seltos ist ganz neu. Den finde ich hier für 316 €. Da passe ich mal die Parameter an. Ich stelle jetzt immer 36 Monate Laufzeit und 20.000 Kilometer Laufleistung im Jahr ein. Dann müsste ich für das Fahrzeug 400 € im Monat bezahlen.
Der Renault Symbioz ist ein bisschen länger auf dem Markt. 153 € im Startgebot sozusagen. Machen wir auch wieder 36 Monate und 20.000 Kilometer draus. Dann landen wir bei 238 €. Den Skoda Karoq habe ich auch gefunden für 234 € in der Übersicht. Mit 20.000 Kilometern im Jahr und 36 Monaten Laufzeit sind wir dann bei 302 €. Den Opel Frontera gibt es für gute 142 €. Das sind schon 36 Monate, jetzt noch 20.000 Kilometer, dann bin ich bei 164 €. Und den T-Roc quasi als Platzhirsch 139 € im Startgebot. Bei 20.000 Kilometern sind es 247 €. Hier könnte man das Auto sogar noch konfigurieren. Natürlich müsste man jetzt die Ausstattung genauer vergleichen, aber ich finde schon krass, wie unterschiedlich die Marktbegleiter im Leasing eingepreist werden. Vergleichen lohnt sich immer. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation heute so geduldig gefolgt seid. Ja, und dann habe ich noch für euch ein paar News aus aller Welt aufbereitet. Bleiben wir noch kurz bei Kia. Wir hatten ja vorhin das Thema Niro. Beim Korean Car Blog kann man sich ein erstes Rendering des, festhalten, neuen Niro ansehen, der weiterhin als Hybrid laufen soll. Das Design soll laut dem Artikel zeigen, wie Kia sich zukünftig Hybrid-SUVs vorstellt. Für mich sieht es eher wie ein Rückschritt aus. Skoda führt jetzt für alle Elektroschrottmodelle, Verzeihung, ich muss ja immer alle Zuschauer mitnehmen, Grüße gehen raus an die Petrolheads, alle anderen haben bitte Elektromodelle verstanden, einen Campingmodus an. Über die App kann man die Temperatur einstellen, die das Fahrzeug bei einem längeren Stopp oder über Nacht halten soll. Da freuen sich auch die Hundehalter. Dumm nur, wenn die Batterie unter 30% State of Charge fällt, wird nämlich abgeschaltet. Also laden vor dem Schlafen. Ach ja, und man muss natürlich die Skoda Connect-Dienste buchen. Im ersten Jahr kostenlos, danach 60 € im Jahr oder 5 € im Monat. Ach komm Mutter, ein Abo geht noch. MG hat in Goodwood richtig einen rausgehauen, finde ich. Der MG Go sieht für mich aus wie ein Kind von einem Mini und einem R5. Da darf man gespannt sein, was von der Studie beim Serienmodell noch bleibt. Aber wenn das so umgesetzt wird, möchte ich hier nicht von einem seelenlosen Einheitsbrei Chinesen sprechen. Great Wall Motors Ora benennt sein Fahrzeug Bellicat um in Ora 06. Schnarch. Ja, ich kann euch hören. Aber das hier ist die Bellicat. Ein feiner Käferklon. 2022 erstmals vorgestellt. Und auch wenn man ihn in den letzten 4 Jahren nur 8.500 Mal absetzen konnte und das in China, es geht weiter. Leider oder zum Glück nicht bei uns in Europa. Fühlt sich da irgendwer getriggert? Ich habe es ja schon oft gesagt, japanische K-Cars finde ich großartig. Für mich ist das Thema in Europa vollkommen unterbewertet. Und somit werden wir den BYD Raku wohl auch kaum in unseren Breiten sehen. Erst eher als Angriff für den japanischen Markt gedacht. Vielleicht schwierige Wortwahl, wenn man über Chinesen und Japaner spricht. Das Ding ist gerade mal 3,40 Meter lang und 1,48 Meter breit. Eine 45 Kilowattstunden Batterie soll für 320 Kilometer Reichweite sorgen. Ich finde den einfach nur lässig. Quelle für die Bellicat und den Raku übrigens carnewschina.com. Apropos Produktionsstandorte. Die ACEA, der Interessenverband der europäischen Automobilindustrie, veröffentlicht immer mal wieder interessante Statistiken und Schaubilder. Wie hier. Die Übersicht aller Produktionsstandorte in Europa. Kann man schön mit rumspielen. Und wo wir da gerade drauf schauen, Mercedes schiebt die Produktion der neuen elektrischen C-Klasse an. Yeah! In Ungarn. Ach so. Sie haben die Fläche des Werkes in Kecskemét verdoppelt und in den letzten 4 Jahren 1 Milliarde € investiert. Dort wird aktuell schon der GLB gebaut, die Mini-G-Klasse in Zukunft auch. Und jetzt wird spannend. Die Pressemitteilung spricht von Produktionsachsen. Ich zitiere: So kann künftig beispielsweise der elektrische GLC bedarfsgerecht in den Werken Bremen und Kecskemét produziert werden. Oder halt nur noch in Ungarn. Einen habe ich noch.
und zwar von BYD. Die nächste Generation des BYD Dolphin Surf, in China BYD Seagull, steht in den Startlöchern. Bei uns ist der aktuelle seit Mitte 2025 auf dem Markt. Und jetzt gibt es schon eine neue Version. Kein Facelift wie bei uns in Deutschland, sondern ein neues Auto. Mal eben 20 Zentimeter länger, damit ist ja auch kein Kleinstwagen mehr. So schnell geht das. Ich frage mich, wie man da noch den Überblick behalten soll. Aber was ich eigentlich sagen wollte, woher weiß der Journalist in China, wann ein neues Auto kommt und mit welchen Specs? Die werden vom Ministerium für Industrie und Informationstechnik bekannt gegeben. Fände ich auch ein schönes Modell für Deutschland. Statt aufwendiger Shows, harte Fakten vom KBA. Wer mir etwas zusenden möchte, alle Links zur Show und weiterführenden Informationen findet ihr über den Link zu unserer Homepage im Videobeschreibungstext. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.